Endlich eine seriöse und stabile Bank, mit der man zwischen 0,5 und 2% am Tag Rendite erwirtschaften kann. Preisfrage: Wo ist der Fehler in dieser Aussage? Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Ein weiteres Warnvideo über das 100. Schneeballsystem. Warum? Weil uns wieder ein Betrüger ins Netz gegangen ist. Dieses Video wird mal wieder informativ und unterhaltsam, wenn ihr bis zum Schluss mit dabei bleibt. Jetzt geht's los. So, meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute gibt es ein weiteres Warnvideo über Scams und Schneeballsysteme. Man sollte eigentlich so langsam meinen, dass diese weniger würden, weil ja die Muster, die dahinter stecken, nahezu immer identisch sind und diese vielleicht von der Masse auch so langsam erkannt werden. Leider ist dem aber nicht so. Zwar brechen die geschädigten Investoren immer wieder weg, aber es kommt immer neues Kanonenfutter in Form von neuen, unerfahrenen Investoren nach. Es ist klar, dadurch, dass diese noch keine großen Erfahrungswerte haben, können diese natürlich auch die legitimen nicht von den betrügerischen Projekten unterscheiden. Um diese Neulinge an Investoren zu schützen, machen wir genau diese Warnvideos. Wir warnen also vor offenkundigen Schneeballsystemen und Betrugssystemen, indem wir einmal ganz konkret auf diese Plattformen eingehen, aber auch in den Videos noch immer regelmäßig auf Aspekte eingehen, die eine sehr, sehr hohe Vorhersagekraft haben, um zu bestätigen, dass es sich hier tatsächlich um Betrügereien handelt. Wir schalten auf diese Videos sogar noch Werbeanzeigen, damit noch mehr Menschen diese Videos sehen und auch wirklich davon abgehalten werden, hier Kapital zu verbrennen. Woher kommt das Kapital für diese Anzeigen? Und das ist das Interessante an der ganzen Sache. Das stammt von den Betrügern. Wir kriegen es immer mal wieder hin, dass wir die Betrüger über den Tisch ziehen, dass wir diesen also Kapital abknöpfen, indem wir, ich würde mal sagen, einige Maschen einfach abziehen, auf diese hereinfallen. Und somit müssen wir nicht mal eigenes Kapital investieren. Das ist natürlich immer ein bisschen Aufwand, mit den Betrügern das alles auszumachen und die Videos zu produzieren, die Werbeanzeigen zu schalten und so weiter und so fort. Aber wir müssen wenigstens kein eigenes Kapital einsetzen und schädigen damit sogar noch die Betrüger. Wenn euch das gefällt, wenn ihr das schätzt, dass wir das tun, dass wir die Community vor Schaden bewahren möchten, dann leitet diese Videos sehr gerne an andere Interessierte weiter oder gebt einfach nur einen Daumen hoch, damit das Video eine noch größere Verbreitung durch den YouTube-Algorithmus findet. Mit dem gesagt, starten wir rein. Und wir sind hier auch schon. Heute handelt es sich um die sogenannte Shao Bank, eine in Hongkong ansässige Bank, die natürlich einmal Hochrendite-Investments ermöglicht, aber auch so Sachen wie Versicherungen und Kredite anbietet. Wir sehen es hier einmal, dass wir hier einmal die Möglichkeit haben, in Anleihen, also in sogenannte englische Bonds zu investieren, aber auch hier die Möglichkeit haben, Lending zu betreiben. Das heißt, dass wir einmal Kapital zur Verfügung stellen, damit wieder andere Kredite aufnehmen können. Auf der anderen Seite gibt es noch den Insurance-Bereich, wo eben klassische Versicherungen angeboten werden. Das Interessante an der ganzen Sache ist, dass zwar die Anleihen und das Lending über die Bank selbst abgewickelt werden und ihr könnt rein theoretisch auch einen Kredit beantragen. Allerdings, wenn ihr dann auf den Beantragungsprozess für die Kredite geht, dann werdet ihr relativ schnell feststellen, dass die Kreditgewährung nur Entitäten vorenthalten ist, die in Hongkong selbst ansässig sind. Das heißt, die meisten Investoren, die aus anderen Ländern oder Kontinenten stammen, Europa, Amerika und so weiter und so fort, die kommen natürlich nicht in Genuss, diese Kredite zu beanspruchen. Die Versicherungen werden auch von einem Drittanbieter, der nennt sich Go Insurance, abgewickelt. Was das bedeutet, das weiß ich nicht, ob das einfach nur eine andere Fake-Entität ist, die den Anschein suggerieren soll, dass sie eine Bankversicherungsgeschäft anbietet. Das habe ich nicht so weit geprüft, weil auf den ersten Blick ist für mich, beziehungsweise spätestens auf den zweiten Blick ist für mich klar ist, dass es sich hier um ein Schneeballsystem handelt. Wo bin ich da drauf gekommen oder was hat mich dazu verleitet, hier so sicher zu sein? Wir sehen zum einen, dass es sich um eine Shao Bank handelt. Das heißt, hier wird über den Namen suggeriert, dass es sich um eine Bank handelt. Jetzt könnte man hier einfach mal unterstellen, okay, das ist nur der Name dieser Investmentplattform, weil tatsächlich der Term Bank kein geschützter Begriff ist. Es gibt ja zum Beispiel auch die Sitzbank, die mit einer finanziellen Bank nichts zu tun hat und somit ist der Begriff Bank an sich nicht geschützt und den kann jeder verwenden. Man könnte ja also erstmal nur unterstellen, dass es gar keine richtige Bank ist und die einfach nur diesen Namen zu Marketingzwecken genutzt haben. Wenn wir jetzt allerdings etwas weiter runter ans Seitenende scrollen,
Und wenn wir hier unten im Disclaimer feststellen, dass es hier die offizielle Internetseite der Shao Bank ist und steht hier weiterhin, Shao is a universal technological bank focused on providing remote banking und so weiter und so fort. Das heißt, hier wird im Disclaimer auch separat nochmal bestätigt, dass die Entität Shao Bank auch als Bank organisiert ist. Das heißt, hier wird explizit gesagt, hey, das ist nicht nur Name Shao Bank, sondern die Rechtsform oder das Konstrukt des Unternehmens, Konstrukt der Unternehmensart ist auch eine Bank. Wenn diese also behaupten, dass sie eine Bank sind, dann sollten sie das auch relativ gut nachweisen können. Denn bei Banken gibt es relativ strikte Regeln und diese werden natürlich von der ortsansässigen Finanzaufsicht reguliert. Wir haben hier auf der Hauptseite Who We Are in der Unterseite Dokumentationen einige Informationen über das Unternehmen, zum Beispiel, wo das Unternehmen eingetragen ist, mit welcher Unternehmensnummer und so weiter und so fort. Es gibt also offensichtlich eine Unternehmung, die in Hongkong eingetragen ist und eine Unternehmung, die in Britannien eingetragen ist, im Vereinigten Königreich, mit folgenden Nummern. Wenn wir uns hier einfach mal die Informationen angucken, die zur Verfügung stellen, dann werden wir zum Beispiel feststellen, dass hier bei dem Zertifikat festzustellen ist, dass es sich hier bei der Shao Bank um eine Limited handelt, also um eine, man könnte sagen, GmbH im europäischen Raum. Und das schließt natürlich schon mal komplett aus, dass es sich bei der Shao Bank um eine Bank handelt. Denn bei einer Bank ist es grundsätzlich so, dass diese keine begrenzte Haftung hat. Diese haftet voll mit ihrem Eigenkapital und nicht nur mit einer begrenzten Gesellschaftereinlage. Zum anderen ist eine Bank auch rechtlich komplett anders organisiert als eine Limited und hier haben wir schon mal den Beweis dafür, dass die Shao Bank definitiv gelogen hat, wenn wir uns nochmal darauf beziehen, was am Ende der Internetseite aufgeführt wurde. Und hier sind wir auch schon im Login-Bereich der Shao Bank. Der Login-Bereich sieht grundsätzlich mal ähnlich aus wie bei ganz vielen anderen High-Yield-Investment-Plans. Da gibt es eigentlich nichts sehr viel dazu zu sagen. Eine Besonderheit tritt hier auf, die eher seltener vorkommt, und zwar, dass man das Investieren in Anführungszeichen hier erst nutzen kann, beziehungsweise die Leistung der Bank erst nutzen kann, wenn man verifiziert ist. Das hat zwei Gründe, warum das Betrugssysteme machen. Der erste Grund ist der, dass man mit der Verifizierung den Anschein erwecken möchte, dass es sich hier um eine seriöse Unternehmung handelt. Die meisten Menschen lassen sich davon beeindrucken, weil sie sagen, okay, wenn die meine Identität prüfen und dass da ein KYC-Prozess im Hintergrund stattfindet, dann ist das doch schon ein sehr, sehr guter Hinweis dafür, dass es sich tatsächlich um eine seriöse Unternehmung handelt. Davon lassen sich viele Menschen blenden. Ich weiß allerdings, dass das kein Indiz dafür ist, dass es sich um eine seriöse Unternehmung handelt. Warum? Der zweite Grund, warum das nämlich diese Unternehmungen machen, ist, dass sie häufig die Ausweisdokumente, die man dafür bereitstellen muss, um die Verifizierung erfolgreich abschließen zu können, in der Regel abgreifen, um damit danach Identitätsdiebstahl betreiben zu können. Wie habe ich die ganze Sache umgangen? Ich habe hier frisierte Ausweisdokumente zur Verfügung gestellt, die nicht meinen korrekten Familiennamen offenbaren, die auch die ganzen anderen Informationen nicht offenbaren. Ich habe es mit dem Führerschein gemacht. Offensichtlich wissen die ach so versierten Prüfer, KYC-Prüfer der Shao Bank nicht, dass ein Führerschein kein Ausweisdokument ist. Und somit ist mir die Sache relativ leicht gemacht worden, mit einem frisierten Führerschein, der keine oder nahezu keine persönlichen Daten beinhaltet, hier die KYC-Prüfung erfolgreich abzuschließen und den Prozess weiterzugehen. Bevor wir weiter in den Login-Bereich der Shao Bank einsteigen, möchte ich euch noch kurz erzählen, wie es denn zu der Sache mit der Shao Bank überhaupt gekommen ist. Mich hat ein Agent der Shao Bank angeschrieben, der sich Rambo Schwarzenegger nennt. Ja, ihr habt richtig gehört, Rambo Schwarzenegger ist also eine sehr, sehr seriöse Bank, der hier mit Agenten zusammenarbeitet, die sich solche interessanten Namen geben. Und ja, wir haben einfach so ein bisschen hin und her geschrieben. Es war das Klassische, ob ich nicht den Lust hätte, die Plattform zu promoten, hier viel Geld zu verdienen, indem ich neue Kunden anlocke und so weiter und so fort. Ich habe wie immer ihm eine Story aufs Auge gedrückt, dass ich schon viele Erfahrungen oder viele schlechte Erfahrungen mit Online-Promotions gemacht habe, dass ich oft schon viel Arbeit da reingesteckt habe, aber zu guter Letzt nicht bezahlt wurde und deswegen, wenn ich sowas mache, immer eine Vorabzahlung haben möchte. Auf diese Story ist er wiederum eingegangen, die hat er geschluckt. Somit habe ich ihm erst einmal $100 abgeknöpft, die zu 100% zum einen in die Werbekampagne dieses Videos reinfließen werden. Das Interessante an der ganzen Sache ist, und jetzt gehen wir mal noch einmal zurück in den Login-Bereich, ist, dass er mir zur Promotion eine Einlage zur Verfügung gestellt hat. Das sehen wir hier unten. Und zwar in Höhe von 12.000 Hongkong-Dollar in einem Investmentpaket, das nennt sich FP3. Das heißt, ich habe hier jetzt 12.000 Hongkong-Dollar, das ist ungefähr ein Gegenwert von ungefähr 1.500 US-Dollar.
und ich bekomme jeden Tag etwa 10 US-Dollar an Renditen gutgeschrieben, die ich mir dann tatsächlich auch auszahlen kann. Also auf das Kapital habe ich keinen Zugriff, weil das erst, glaube ich, nach 3 Jahren frei wird und bis dahin wird die Plattform schon nicht mehr existieren, aber die täglich anfallenden Renditen, die kann ich mir auszahlen. Mein Ziel ist das, die ganze Sache möglichst lange hinauszuzögern, dass also die Schauerbank bzw. dieser Agent Rambo Schwarzenegger erst möglichst spät merkt, dass ich ihn über den Tisch gezogen habe, um eben dann noch diese zusätzlichen Renditen, die ich jeden Tag bekomme, auszahlen zu können, damit das Budget für die Werbekampagne dieses Videos noch weiter ansteigen kann. Kommen wir mal jetzt zum Herzstück dieser Warnung. Warum ich mir so 100% sicher bin, dass es sich hier um einen Scam handelt. Relativ einfach. Bei vielen High-Yield-Investment-Plans merkt man immer wieder die gleiche Vorgehensweise und das gleiche Muster in den Investmentplänen. Und zwar, hier gibt es diese Anleihen, die man kaufen kann, die alle eine unterschiedliche Laufzeit haben und bei der man natürlich auch unterschiedlich, was die Beträge angeht, einzahlen bzw. starten kann. Hier gibt es zum Beispiel das FP1, da könnt ihr ab 400 Hongkong-Dollar bis maximal 40.000 Hongkong-Dollar investieren. Und da habt ihr eine Laufzeit von 4 Jahren bei dieser Anleihe. Da bekommt ihr dann nach 4 Jahren die ursprüngliche Einlage zurück und bekommt auf das Jahr Zinsen in Höhe von 180%, die jeden Tag ausgeschüttet werden. Das heißt, hier bekommt ihr 180% geteilt durch 365 jeden Tag als Hongkong-Dollar gutgeschrieben und diese könnt ihr euch dann in einer beliebigen Kryptowährung wieder auszahlen lassen. Das Interessante ist, dass natürlich je weiter der Plan ansteigt, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort, desto größer sind natürlich auch die Anlagesummen, die man hier mindestens einzahlen muss. Ihr seht es hier, das sind wir schon bei 2.000, 8.000, 40.000 und so weiter und so fort. Es steigen natürlich auch jedes Mal die Renditen, aber jetzt kommt der Knackpunkt. Die Laufzeiten werden natürlich auch kürzer. Und das gipfelt natürlich in dem Plan FP8, bei dem ihr dann nur eine Laufzeit von einem Jahr habt, zwar 800.000 Hongkong-Dollar mindestens einzahlen müsst, aber dann dafür auch 720% pro Jahr an Ausschüttungen bekommt. Das sind also etwa 2% pro Tag. Und da ist noch nicht mal irgendwie ein Zinseszinseffekt drin berücksichtigt. Also wir halten nochmal fest, ihr müsst mehr investieren, bekommt dann natürlich auch mehr Rendite und habt gleichzeitig eine kürzere Laufzeit. In welchem Universum ist sowas möglich im Bereich von Geldanlagen? Ich weiß es nicht, ich werde auch da höchstwahrscheinlich niemals eine Antwort darauf finden werden und das ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass es sich hier um ein High-Yield-Investment-Plan handelt, um ein Schneeballsystem handelt, das einfach nur bestehende Einzahlungen dafür hernimmt, die Auszahlungen zu finanzieren. Bitte also nicht investieren, das wird über kurz oder lang nicht gut enden, die Seite wird weg sein und dann war es das mit eurer Einzahlung. Also meine Lieben, wir stellen zu guter Letzt fest, die Muster bei diesen Schneeballsystemen und High-Yield-Investment-Scams sind immer wieder die gleichen. Mit einer gewissen Logik kommt man schon relativ schnell dahinter, dass es sich hier zu 99,9% um Betrügereien handeln und schon erst recht, wenn täglich fixe, orbitale Renditen ausgeschüttet werden. Eine seriöse Bank würde auch niemals marketingtechnisch so vorgehen, dass sie irgendwelche Rambos und Schwarzenegger auf Telegram, auf Investoren loslässt und diese so dann mit einer fragwürdigen Kommunikation an die Plattform binden wollen. Die Renditen sind einfach utopisch, erst recht, wenn wir in die höheren Pläne reingehen. Und ich hoffe, dass das ein Scam ist, den wir mit diesem Video nicht nur auffliegen lassen können, sondern den wir vielleicht sogar zerstören und beenden können, sodass niemand anderes mehr Kapital durch diese Betrüger verliert. Wenn ihr diese Aktion unterstützen wollt, dann leitet dieses Video einfach an andere weiter, als Warnung, dass sie dort nicht investieren, oder gebt einfach nur einen Daumen hoch da, damit der YouTube-Algorithmus dazu helfen kann, dass das Video noch eine größere Verbreitung findet. Wenn ihr zukünftige Warnungen solcher Art nicht verpassen wollt, abonniert sehr gerne diesen Kanal. Wir werden uns bemühen, dass wir regelmäßig weitere Opfer für unsere Videos finden. Ich denke, da haben wir auch in der Zukunft relativ gute Möglichkeiten. Und ansonsten soll es für dieses Video wieder gewesen sein. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video und ciao.